Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Quedlinburg, das liegt im Harz und zwar an seinem Nordrand. Diese wunderschöne Fachwerkstatt Quedlinburg, das ist ein sehr interessanter Ort deutscher Geschichte. Quedlinburg, das ist so etwas wie der Geburtsort von Deutschland. Hier lebte Heinrich I., der lebte von 919 bis 936. Er hat als König damals Deutschland geeint und dann den Weg freigemacht für Otto I., den Kaiser Otto I., das war der Beginn der Ottonenzeit. Heinrich I. wurde in Quedlinburg begraben, und zwar in der St. Servatii-Kirche auf dem Schlossberg. Um den Ort seines Begräbnisses entstand ein richtiger Kult. Neben der Stiftskirche wurde ein Kloster gebaut und es entstand so etwas wie eine ewige Totenwacht. Sein Sohn Kaiser Otto I. und auch Otto II. Und Otto III. Waren ständig Gast in Quedlinburg, auch um Heinrich I. zu ehren. Natürlich gab es hier auch eine Königspfalz. Wir sehen da oben St. Servatii, wo das Grab von Heinrich I. war, und hier unten diese Kirche, das ist die Viperti-Kirche. Diese Kirche und ihre Krypta, die sind über 1000 Jahre alt. Sie sind der letzte Überrest des Herrschaftsortes der Ottonen. Im 9. Jahrhundert gab es hier schon ein Kloster, um das Jahrtausend wurde die Krypta der Kirche gebaut. Und wir gehen jetzt mal in die Krypta rein. Es geht ein paar Treppenstufen runter und dann sind wir in einem Vorraum und von dort geht es in die Krypta. Die Krypta, die hat 3 Schiffe und eine halbkreisförmige Apsis. Es gibt Säulen, Pfeiler und einen Altar, und in den Wänden drin kann man sehen, dass alte Grabsteine dort mit eingebaut wurden. Das Ganze hier hat zu einem Kloster gehört. In der Reformation wurde das Ganze hier protestantisch und im 19. Jahrhundert hat man die Kirche aufgegeben und das Ganze wurde hier als Scheune verwendet. Irgendwann im Mittelalter sind die Überreste von Heinrich I. in der Stiftskirche ja verschwunden. Und die hat man dann gesucht, und zwar in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. 1936 hat man versucht, hier die Gebeine von Heinrich I. zu finden. Man brauchte die, weil man wollte aus Heinrich ja wieder einen Kult machen, weil der war ja der Gründer des Deutschen Reiches. Dann hat man hier auch in der Krypta der Viperti-Kirche Ausgrabungen gemacht, hat prompt ein paar Knochen gefunden und gesagt, das ist Heinrich I. Die hat man dann feierlich wieder in der Schlosskirche bestattet und hat aus der Schlosskirche und der Viperti-Kirche Kultstätten gemacht. Hier in der Viperti-Kirche hat dann abends ein Fackelzug angefangen und der ist dann hochgezogen auf den Schlossberg. Das waren dann Kultfeiern. Heute ist davon nichts mehr zu sehen, die Knochen sind längst weg, weil die waren natürlich nicht von Heinrich I. Hier sieht man den Altar mit einigen geheimnisvollen Schriftzeichen. In der Wand befindet sich eine Rosette, ein sogenanntes Oculum. Da fällt zwischen dem 13. und dem 18. August, da liegt der Namenstag des heiligen Wigbert, das Licht der Abendsonne rein, genau um 19:18 Uhr zur Zeit der Vespermesse und fällt dann genau auf den Altar. Man hat dann später diese Einbauten, die für diese Weihestätte gemacht wurden, wieder entfernt und 1959 wurde die Kirche wieder geweiht. Das ist ja alles voller Symbole und Zeichen. Wunderschön. Das war's dann aus der geheimnisvollen Krypta. In diesem Sinn, tschüss.